Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch. Mach dich bereit, dein Deutsch zu üben und flüssiger zu sprechen. Untertitel gibt's in vielen Sprachen. Aktiviere sie in den Einstellungen. Den PDF-Link findest du in der Beschreibung. Bitte Like und Abo dalassen, dein Wunschthema kommentieren und den Hype-Button drücken, damit das Video mehr Sichtbarkeit bekommt. Los geht's! Hi Bob, wie geht es dir heute? Hi Alice, mir geht es gut, danke. Und dir? Mir geht es auch gut. Heute möchte ich über Kredite und Zinssätze sprechen. Weißt du, was ein Kredit ist? Ja, ein Kredit ist, wenn du Geld von einer Bank oder einem Kreditgeber leihst. Du versprichst, es später zurückzuzahlen, normalerweise mit zusätzlichem Geld, das Zinsen genannt wird. Das stimmt. Zinsen sind die Kosten für das Leihen von Geld. Es ist ein kleiner Prozentsatz des Kreditbetrags. Zum Beispiel, wenn du 1.000 Euro leihst und der Zinssatz 5% beträgt, zahlst du insgesamt 1.050 Euro zurück. Ich verstehe. Die Zinssätze können unterschiedlich sein. Manchmal sind sie niedrig und manchmal sind sie hoch. Warum ändern sich die Zinssätze? Die Zinssätze ändern sich aus vielen Gründen. Ein Grund ist die Wirtschaft. Wenn die Wirtschaft stark ist, können die Zinssätze höher sein. Wenn die Wirtschaft schwach ist, können die Zinssätze niedriger sein. Das macht Sinn. Ich habe gehört, dass einige Banken feste Zinssätze anbieten. Was bedeutet das? Ein fester Zinssatz bedeutet, dass der Satz während der gesamten Kreditlaufzeit gleich bleibt. Wenn du Geld zu einem festen Satz von 5% leihst, zahlst du jedes Jahr 5% Zinsen, egal was in der Wirtschaft passiert. Und was ist ein variabler Zinssatz? Ein variabler Zinssatz kann sich im Laufe der Zeit ändern. Wenn du Geld zu einem variablen Zinssatz von 5% leihst, kann der Zinssatz je nach Marktentwicklung steigen oder fallen. Ich verstehe. Welcher Zinssatz ist besser? Das hängt von deiner Situation ab. Ein fester Zinssatz ist gut, wenn du genau wissen möchtest, wie viel du zahlen wirst. Ein variabler Zinssatz kann anfangs niedriger sein, aber später höher werden. Ich denke, ich bevorzuge einen festen Zinssatz, weil es einfacher ist, mein Budget zu planen. Das ist eine gängige Wahl. Viele Menschen entscheiden sich für feste Zinssätze bei Hypotheken und langfristigen Krediten. Was ist eine Hypothek? Eine Hypothek ist eine Art von Kredit, der zum Kauf eines Hauses verwendet wird. Die Bank leiht dir Geld, um das Haus zu kaufen, und du zahlst es mit Zinsen über viele Jahre zurück. Das klingt wichtig. Ich möchte eines Tages ein Haus kaufen. Ich muss Kredite und Zinssätze vorher verstehen. Ja, es ist sehr wichtig, über Kredite und Zinssätze Bescheid zu wissen. Es hilft dir, gute finanzielle Entscheidungen zu treffen. Gibt es noch andere Arten von Krediten außer Hypotheken? Ja, es gibt viele Arten von Krediten, zum Beispiel Privatkredite, Autokredite und Studienkredite. Jeder Kredit hat seinen eigenen Zweck und seine eigenen Bedingungen. Was ist ein Privatkredit? Ein Privatkredit ist ein Kredit, den du für viele Dinge verwenden kannst, wie zum Beispiel für einen Urlaub, Hausreparaturen oder medizinische Ausgaben. Du leihst einen festen Betrag und zahlst ihn mit Zinsen zurück. Und was ist ein Autokredit? Ein Autokredit ist Geld, das geliehen wird, um ein Auto zu kaufen. Das Auto dient als Sicherheit, was bedeutet, wenn du nicht zahlst, kann die Bank das Auto nehmen. Das ist gut zu wissen. Ich habe auch von Studienkrediten gehört. Was sind das? Studienkredite helfen, die Ausbildung zu finanzieren.
Wenn du zur Hochschule gehst, kannst du Geld leihen, um Studiengebühren, Bücher und Lebenshaltungskosten zu bezahlen. Du zahlst den Kredit zurück, nachdem du deinen Abschluss gemacht hast. Das klingt hilfreich, aber ich habe gehört, dass Studienkredite hohe Zinssätze haben können. Stimmt das? Ja, einige Studienkredite haben hohe Zinssätze, was sie teuer macht, um sie zurückzuzahlen. Es ist wichtig, verschiedene Kredite und Zinssätze zu vergleichen, bevor du Geld leihst. Ich möchte mehr darüber lernen, wie man Kredite vergleicht. Wie macht man das? Du kannst Kredite vergleichen, indem du auf den Zinssatz, den Kreditbetrag, die Rückzahlungsfrist und etwaige Gebühren achtest. Ein niedrigerer Zinssatz bedeutet, dass du insgesamt weniger Geld zahlst. Wo kann ich diese Informationen finden? Du kannst Kreditinformationen auf Bankwebseiten, bei Kreditrechnern und indem du Kreditanbieter direkt fragst finden. Viele Banken bieten kostenlose Beratung an, um dir zu helfen, den besten Kredit auszuwählen. Das ist sehr hilfreich. Ich möchte sicherstellen, dass ich eine kluge Wahl treffe, wenn ich Geld leihe. Es ist immer gut, Fragen zu stellen und Recherchen zu machen, bevor du einen Kredit aufnimmst. Überstürze niemals eine Entscheidung. Ich stimme zu. Ich möchte alles klar verstehen. Kannst du mir ein Beispiel geben, wie Zinsen funktionieren? Klar, angenommen, du leihst 1.000 Euro zu einem Zinssatz von 5% für 1 Jahr. Am Ende des Jahres zahlst du 1.000 Euro plus 50 Euro Zinsen zurück. Also zahlst du insgesamt 1.050 Euro. Was ist, wenn der Zinssatz höher ist, wie 10%? Wenn der Zinssatz 10% beträgt, zahlst du 1.000 Euro plus 100 Euro Zinsen zurück. Das bedeutet insgesamt 1.100 Euro. Ich verstehe. Höhere Zinssätze bedeuten, dass du insgesamt mehr Geld zahlst. Deshalb ist es wichtig, nach niedrigen Zinssätzen zu suchen, wenn man leiht. Genau. Niedrige Zinssätze helfen dir, Geld zu sparen. Deshalb vergleichen viele Menschen die besten Kreditkonditionen. Ich habe eine Frage zu versteckten Gebühren. Gibt es neben den Zinsen noch andere Gebühren, um die ich mir Sorgen machen sollte? Ja, einige Kredite haben zusätzliche Gebühren wie Antragsgebühren, Bearbeitungsgebühren und Vorfälligkeitsentschädigungen. Es ist wichtig, den Kreditvertrag sorgfältig zu lesen und nach Gebühren zu fragen. Ich werde daran denken, nach versteckten Gebühren zu suchen. Ich möchte die Gesamtkosten des Kredits wissen, nicht nur den Zinssatz. Das ist sehr klug. Bitte fordere immer eine vollständige Erklärung der Kreditkonditionen an, bevor du etwas unterschreibst. Ich lerne heute viel über Kredite und Zinssätze. Danke, dass du alles so klar erklärt hast. Gern geschehen, Bob. Ich freue mich, helfen zu können. Hast du noch weitere Fragen? Ja, ich habe eine. Kannst du erklären, was eine Kreditwürdigkeit ist und wie sie Kredite beeinflusst? Sicher. Eine Kreditwürdigkeit ist eine Zahl, die zeigt, wie zuverlässig du beim Zurückzahlen von Geld bist. Sie basiert auf deiner Kreditgeschichte, die deine bisherigen Kredite, Kreditkarten und Zahlungen umfasst. Warum ist eine Kreditwürdigkeit wichtig? Eine hohe Kreditwürdigkeit bedeutet, dass du ein geringes Risiko für Kreditgeber darstellst. Banken geben dir eher einen Kredit mit niedrigem Zinssatz, wenn du eine hohe Kreditwürdigkeit hast. Eine niedrige Kreditwürdigkeit kann zu höheren Zinssätzen oder sogar zu einer Kreditabsage führen. Ich verstehe. Wie kann ich meine Kreditwürdigkeit verbessern? Du kannst deine Kreditwürdigkeit verbessern, indem du deine Rechnungen pünktlich bezahlst, Kredit verantwortungsvoll nutzt und nicht zu viel Geld leihst.
Auch das regelmäßige Überprüfen deines Kreditberichts hilft, Fehler zu korrigieren. Das ist guter Rat. Ich möchte meine Kreditwürdigkeit hochhalten, damit ich in Zukunft die besten Kreditkonditionen bekomme. Ja, eine gute Kreditwürdigkeit aufrechtzuerhalten ist sehr wichtig, wenn du Geld leihen möchtest. Es kann dir über die Zeit viel Geld an Zinsen sparen. Ich habe eine weitere Frage. Was ist die Rückzahlungsfrist? Die Rückzahlungsfrist ist die Zeit, die du hast, um den Kredit zurückzuzahlen. Sie kann kurzfristig oder langfristig sein. Zum Beispiel kann ein Privatkredit eine Rückzahlungsfrist von 1 bis 5 Jahren haben, während eine Hypothek eine Rückzahlungsfrist von 15 bis 30 Jahren haben kann. Ich verstehe. Eine längere Rückzahlungsfrist bedeutet kleinere monatliche Zahlungen, aber du zahlst möglicherweise insgesamt mehr Zinsen. Das ist richtig. Du musst ein Gleichgewicht finden zwischen einer niedrigen monatlichen Zahlung und den Gesamtkosten des Kredits. Ich möchte einen Kredit wählen, der zu meinem Budget passt. Ich werde sorgfältig über die Rückzahlungsfrist nachdenken, wenn ich Geld leihe. Es ist sehr wichtig, dein Budget zu planen. Du solltest wissen, wie viel du jeden Monat zahlen kannst, bevor du einen Kredit aufnimmst. Ich plane, bald ein Auto zu kaufen. Sollte ich einen Autokredit in Betracht ziehen? Ja, wenn du nicht genügend Geld hast, um das Auto vollständig zu bezahlen, kann dir ein Autokredit helfen, das Auto zu kaufen und es über die Zeit zu bezahlen. Achte nur darauf, den Zinssatz und die Gesamtkosten des Kredits zu überprüfen. Ich werde verschiedene Autokredite vergleichen, bevor ich eine Entscheidung treffe. Das ist eine gute Idee. Viele Banken und Kreditgenossenschaften bieten Autokredite mit wettbewerbsfähigen Zinssätzen an. Ich denke auch darüber nach, meine Ausbildung zu erweitern. Sollte ich einen Studienkredit in Betracht ziehen? Wenn du vorhast, zur Hochschule zu gehen und Hilfe bei der Bezahlung von Studiengebühren und Kosten benötigst, kann ein Studienkredit eine gute Option sein. Einige Studienkredite haben niedrigere Zinssätze und flexible Rückzahlungsoptionen. Ich möchte mehr über Studienkredite lernen. Sind sie anders als Privatkredite? Ja, Studienkredite sind speziell für Bildungskosten gedacht. Sie haben oft Vorteile wie eine Karenzzeit, was bedeutet, dass du nach deinem Abschluss nicht sofort mit den Zahlungen beginnen musst. Das klingt hilfreich. Ich werde Studienkredite recherchieren, wenn ich mich entscheide, wieder zur Schule zu gehen. Es ist wichtig, die Bedingungen jedes Kredits, den du aufnimmst, zu verstehen. Lies immer das Kleingedruckte und stelle Fragen. Ich werde sicherstellen, dass ich das tue. Ich möchte ein kluger Kreditnehmer sein. Du bist auf dem richtigen Weg, Bob. Über Kredite und Zinssätze zu lernen, ist der erste Schritt, um gute finanzielle Entscheidungen zu treffen. Danke, dass du alles so klar erklärt hast. Ich fühle mich jetzt viel sicherer in Bezug auf Kredite. Gern geschehen, Bob. Ich freue mich, helfen zu können. Möchtest du über etwas anderes im Zusammenhang mit Krediten sprechen? Ja, ich möchte wissen, wie man einen Kredit beantragt. Wie funktioniert der Prozess? Der Antragsprozess für einen Kredit umfasst normalerweise mehrere Schritte. Zuerst musst du einen Kreditgeber und eine Kreditart auswählen. Dann füllst du ein Antragsformular mit deinen persönlichen Informationen, deinem Einkommen und deiner Kreditgeschichte aus. Was passiert als nächstes? Nachdem du den Antrag eingereicht hast, wird der Kreditgeber ihn prüfen. Sie können deine Kreditwürdigkeit überprüfen und nach weiteren Dokumenten fragen, wie Gehaltsabrechnungen oder Kontoauszügen. Wie lange dauert es, einen Kredit zu bekommen? Das hängt vom Kreditgeber und der Kreditart ab.
Einige Kredite werden schnell innerhalb weniger Tage genehmigt, während andere Wochen dauern können. Es ist wichtig, geduldig zu sein und alle angeforderten Informationen bereitzustellen. Ich verstehe. Was passiert, wenn mein Kredit genehmigt wird? Wenn dein Kredit genehmigt wird, gibt dir der Kreditgeber einen Kreditvertrag. Dieses Dokument zeigt den Kreditbetrag, den Zinssatz, die Rückzahlungsfrist und etwaige Gebühren. Du solltest es sorgfältig lesen, bevor du unterschreibst. Und dann bekomme ich das Geld? Ja, sobald du den Vertrag unterschreibst, überweist der Kreditgeber das Geld auf dein Bankkonto. Du kannst es dann für deinen Zweck verwenden, wie zum Beispiel zum Kauf eines Autos oder zur Bezahlung der Schule. Das klingt einfach, aber ich werde vorsichtig sein und alles vorher lesen. Es ist sehr wichtig, die Bedingungen des Kredits zu verstehen, bevor du zustimmst. Unterschreibe niemals ein Dokument, das du nicht verstehst. Ich werde daran denken. Ich möchte sicherstellen, dass ich weiß, wozu ich zustimme. Viel Glück mit deinen zukünftigen Krediten, Bob. Ich bin mir sicher, dass du kluge Entscheidungen treffen wirst. Danke, Alice. Ich habe heute viel über Kredite und Zinssätze gelernt. Ich freue mich, helfen zu können. Hast du noch letzte Fragen? Nein, ich glaube, ich habe alles abgedeckt. Ich fühle mich jetzt sicherer im Umgang mit Geld. Das ist großartig zu hören. Denk daran, immer zu recherchieren und Fragen zu stellen, bevor du bohrst. Das werde ich. Danke für deine Zeit und dass du all diese Details erklärt hast. Ich schätze es wirklich. Gern geschehen, Bob. Mir hat unser Gespräch gefallen. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Dir auch, Alice. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Gut gemacht. Möchtest du dein Deutsch üben und flüssiger werden? Bitte abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, damit du keine unserer kostenlosen Übungsgespräche verpasst. Wir sehen uns im nächsten Video.